Adventure Southside. Erik ist der allererste, der ein Fahrzeug entwickelt hat, bei der quasi die komplette Seitenwand abgeklappt werden kann. Man kann daraus eine komplette Veranda machen und man schaut nach draußen, quasi ein Tiny House auf LKW-Basis mit allem drum und dran. Wie sind denn die Reaktionen hier? Die sind super, besser als erwartet. Leute sind erstaunt, die sind am Lächeln, die machen Fotos. Kommen auch viele Kunden, die reinkommen und viele Interesse haben in dieses Fahrzeug. Vielleicht, dass sie ein paar Änderungen haben möchten, aber das hier wird sehr gut empfangen bei den Leuten hier. Es ist ja quasi jetzt keine Studie mehr, sondern du fährst damit wahrscheinlich und wohnst auch drin, oder? Ja, das ist kein Studio. Wir sind fast fertig mit dem Fahrzeug, noch nicht ganz, weil wir brauchen noch bestimmte Teile. Und in der Zeit mit dem Krieg und mit Corona kann man nicht alles bekommen, leider. Aber man bekommt einen Eindruck, wie es aussieht. Und wenn alles fertig ist in ein paar Wochen, dann können wir losfahren. Wir gehen auch nach anderen Messen und auch eine Probefahrt machen. Also das ist natürlich Spaß, um das selbst zu tun. Das ist so, also es ist fast fertig. Auf so einem Messetermin muss ja alles irgendwie fertig werden. Erik Mulder von Range Leader, ihr seid aus den Niederlanden, wo kommt ihr her? Range Leader aus den Niederlanden in Roermond, das ist in der Nähe von München-Gladbach, genau an der Grenze mit Deutschland. Super, ja. Ich habe ja viel zu tun mit den Niederlanden. Wir drehen immer in Grave an der Maas, ja, das kennst du vielleicht, ja, so ein kleiner Ort und in der Nähe von Kalkar. Ja. Ihr seid natürlich so zentral, dass man als Deutscher einfach mal hinfahren kann, richtig? Das ist auch der Grund, dass ich meine Firma in Roermond habe, weil wir sind die Nachbarn von den Deutschen im Südosten von Holland. Deutschland ist natürlich ein großes Land, aber es ist ganz einfach, um von München oder von Hamburg nach uns in Roermond zu fahren. So, was war die Intention? Das heißt, du bist ja doch jetzt relativ offen. Du könntest ja jetzt oben eine Markise noch montieren, dass man ein bisschen Schutz hat. Könnte man es auch mit einer Art Wintergarten versehen? Am Wintergarten, das weiß ich nicht. Aber Leute, die mit so einem Fahrzeug losfahren, ja, die gehen natürlich entweder die ganze Welt herum oder nur einen Teil. Kältegebiete, heiße Gebiete. Aber die meisten werden nach einem warmes Gebiet fahren, weil die möchten das aufklappen und draußen sitzen. Also ich erwarte, dass viele Leute nach Afrika oder so fahren. Ist das Ladung jetzt, der Container, offiziell? Bei uns ist das Ladung. In Holland, in Deutschland können wir die Twistlocks und die Cornercasters besser festmachen, also Bolzen drin. Dann ist es in Deutschland ein Camper und das in Deutschland und in der Schweiz ein Vorteil. Bei uns in Holland ist es wieder ein Nachteil. Ja klar, da gibt es eine Luxussteuer, die du dann zahlen musst als Camper. Als LKW hast du die noch niemals. Ja, dann, das ist also wir können das so herstellen, wie es am besten ist für alle. Wie es am besten auskommt, ja. So, jetzt ist hier der Eingang. Du hast eben gesagt, lass uns doch mal reingehen. Ja. Ist das ein Seekontainer, Standard? Nein, das ist nicht Standard ein Seekontainer. Wir fertigen Container oder einen Aufbau an, immer mit einem Stahlrahmen und mit der Cornercasting. Und ein Cornercasting ist dies, das sind die Ecke und dies ist ein Twistlock. Und wir fertigen das immer so an, weil das viel stabiler ist. Weil so ein Fahrzeug verwendet sich mit Offroad-Fahren. Und wenn man nur die GFK miteinander verklebt, ist es immer ein Risiko. Auf diesem Art ist es kein Risiko oder ein kleineres Risiko. Man kann alles kaputt machen natürlich, das ist ja logisch. Frage, das Abklappen elektrisch, mechanisch, wie geht das? Das ist mit der Hand, weil wenn wir das elektrisch machen und Sie stehen in Afrika und Sie bekommen ein Problem und Sie bekommen es nicht mehr hoch, der Kundendienst kommt nicht vorbei in Afrika. Und es dauert wie lange, das Hochfahren, mechanisch? Runter 30 Sekunden, 40 Sekunden. Und hoch? Vielleicht das Doppelte, weil man braucht ein bisschen mehr Kraft. Ist das so, dass du praktisch mit einmal Kurbeln beide bedienst, oder? Oder ist links und rechts eine Kurbel? Dort zu und auf, bei diesem gelben Aufkleber. Und man macht das zu, dauert es vielleicht eine Minute. Ist aber so, dass auf der zweiten Seite ist keine zweite Kurbel, oder? Du machst alles mit einer Kurbel? Alles mit einer, ja. Ja. So, hinten hast du, sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Was war die Idee? Also sowas zu machen, weil das war immer mein Traum, was du gerade hier produziert hast und du hast es gemacht? Nee, überhaupt nicht. Fernreisemobile ausbauen ist natürlich toll, aber wir versuchen immer etwas anderes zu bauen. Wir fingen an mit einer auszubauen, die ab hier geht der Wand hoch und dann geht ein Teil runter und noch ein Teil runter, dann kann man dort sitzen. Ja, und dann kam diese Idee, dass wir eine Terrasse haben, das ist natürlich toll. Und jetzt haben wir beide. Eine geht hoch, das ist eine Art von Markise, der andere geht runter, da hat man eine Terrasse. Komm, wir gehen mal rein, dass wir das Ganze mal sehen. Ich bin, geh ruhig vor, dass wir das mal haben. Die Tür ist auch ordentlich, das ist alles
Der Iveco ist Allrad, oder? Der drauf. Das ist ein Allrad, ein Iveco Eurotracker, 350 PS mit Automatikgetriebe, Retarder. Super Fahrzeug, ich bin sehr froh damit. So, das ist übrigens, ich muss das mal genießen. Der Eingang, du hast einen sehr schönen italienischen Boden drauf, Ja. der sehr pflegeleicht ist, obwohl viele das nicht glauben. Das Design ist wichtig. Du hast ein Händchen, oder? Für Design. Ja, ich design das alles selbst und ich finde es wichtig, dass die Kunden das schön finden, dass sie sich wohlfühlen in das Fahrzeug und dass sie genießen von der Luxus. Zum Beispiel, wir haben Siemens, der Studio-Line drin, das ist nur bei Fachhandel zu verkriegen. Das ist ein Ofen, ein Backofen, der sich selbst reinigt. Und ja, das ist noch ganz neu. Das ist natürlich sehr praktisch, dass Sie nicht mit einer Lappe das selbst sauber machen müssen. Was wir auch haben bei diesem Fahrzeug ist ein Geschirrspüler von Siemens, der drin ist. Der ist ja goldig. Der ist ganz schmal. Das ist super. So Hier haben oben, wir, was oben drin? oben, da ist für die Elektrizität, wir sind noch am Ausbauen natürlich, wir sind noch nicht ganz fertig mit alles, Ja. aber hier ist die Elektrizität, die kommt hier alles rein. Okay, verstanden. So, ist noch nicht ganz fertig, aber es ist fast fertig. So, noch ein bisschen hier Kühlschrank. Kühlschrank 150 Liter und ein Gefrierschrank von 50 Liter. Sehr Isotherm? praktisch, dass man, von Isotherm, ja. Webasto Isotherm. Das ist Qualität. Wir haben nur Marken wie Webasto, Siemens, Victron, alles. Sag mal, ich sehe das hier oben, das ist so ein Multiplex-Material, was du hast. Du hast ja hier kein Ladungsproblem von der Zuladung, oder? Bei dem Auto. Nee, der kann 19 Tonnen mitnehmen, also wiegen gesamt. Also das reicht. Wir müssen dieses Fahrzeug noch wiegen, wird bestimmt 14, 15 Tonnen wiegen, ziemlich schwer, aber kein Problem für diesen LKW. Ist solide gebaut, oder? Sehr solide. Was haben wir hier noch? Hier ist der Waschmaschine, auch ein Siemens. 9 Kilo waschen, 6 Kilo trocknen. Also eine Kombination. Hast du schon Fotos von dem Fahrzeug im Internet eigentlich? Nee, habe ich noch nicht. Das kommt noch mal. Wir sind noch zugange damit. Einen Tag bevor ich abgereist bin hierhin, waren wir noch an Arbeit in diesem Fahrzeug. Wir haben es nicht geschafft, auch weil wir bestimmte Teile nicht im Lager bekommen haben. Es dauert noch ein paar Wochen, bevor er fertig ist. Wie sind die Reaktionen jetzt hier auf der Messe? Super, Die Leute, wirklich so. Es ist die können es gar nicht fassen, oder? Es ist wirklich Spaß, wenn man hier zwischen 11 und 3, 4 Uhr steht und man sieht die Leute, ab und zu stehen die 15 oder 20 Leute, machen Fotos, sind am Lächeln und man sieht, dass die das wunderschön finden und geht ab und zu einen Daumen hoch und die sagen, super, was du gemacht hast. Das Dach, ein klein wenig Solar hast du schon am Dach? Solar ist drauf, aber unten ist auch ein Generator. Ja, hab ich gesehen. Ja, wir haben 100% Vectron-Geräte an Bord. Also alles bei uns, sogar der Landstromkabel ist Vectron, der Solarpaneele sind Vectron. Man hat 600 Ampere Lithium-Ionen-Batterien dazu, ein Quattro 8000 von Vectron als Wechselrichter. Okay, als 24 Volt, was habt ihr? 24 Volt. Ja, okay. Und wenn der Wechselrichter bemerkt, dass die Batterien leer sind, springt der Generator ja automatisch an. Man braucht nicht nachzudenken, der Wechselrichter denkt nach und er geht auch wieder aus, wenn die Batterien wieder voll sind. Du kannst das Fahrzeug komplett benutzen, wenn die Seitenwand, die Bordwand zu ist, richtig? Ja. Ja, man hat auch noch genügend Licht, weil man hat 2 große Panoramafenster. Die Fenster sind alle von KCT in dieses Fahrzeug. Das ist hervorragende Marke. Wir haben KCT und Outbound, sind beide sehr gut. Der Kunde entscheidet. Haben wir hier ein Badezimmer, also die Duschwanne 80 x 80 ist groß und wir haben nur alle Sachen von Grohe drin und das ist die teure Reihe von Grohe, der drin ist, also Luxus. Ja, ich habe gerade das Bad neu gemacht mit Grohe. Ja. Das ist so eine Mischarmatur, allein da bist du glaube ich schon 500, 600 Euro los bei der, aber es funktioniert halt, ja. Ja, es ist teuer. Tanks, was hast du, Volumen? Ungefähr 600 Liter Trinkwasser, 40 Liter Boiler vom Webasto und 375 Liter Grau- und Schwarzwassertank. So, das heißt, du kannst hier Offroad mitfahren. Das ist alles so verklebt, so verschraubt, dass es nicht abfällt auf, ich sag mal, Rüttelpiste. Oder? Nee, passiert nichts. Alles bleibt das verschraubt und verklebt. Die Klebstoff, das tut das richtige Arbeit. Ja. Die Schrauben sorgen dafür, dass es nicht runterfällt, wenn wir das montieren. Ja. Genau, so ist es ja Hightech. Hier, was hast du hier? Hier haben wir 3 Schubladen und hier kommen noch Töpfe rein von der WMF, der Function 4. Das ist und das wackelt nicht. Das wird so gemacht, dass das nicht wackeln kann. Kommen auch noch 2 Brattöpfe dazu. Also alles komplett. Man bekommt bei uns ein komplettes Fahrzeug. Wir haben keine Liste mit Aufpreise. Alles
Da darf ich mal was fragen, wenn du jetzt zum Beispiel aufs Klo gehst, ja. Und da werden jetzt viele drauf kommen, du kannst dich von der Toilette aus, wenn du hier durchguckst, wenn du mal kurz zur Seite gehst, dann kannst du hier rausgucken und Leute könnten dir ja zugucken. Ist hier noch eine Tür geplant beim Klo, oder? Ja, hier kommt noch eine Glastür, aber die ist noch nicht geliefert worden. Okay, danke. Also da kommt... Weil die Leute nee, wäre ja schön, wenn da jemand sagt, okay, ich möchte, dass mir einer zuschaut. Das ist auch hier mit die Kissen, die Polster, der Schaum ist noch nicht da. Also wir haben noch nicht der Polster, da kommt Leder drin, aber wir müssen ja noch warten. So, wir stehen gerade im Freien. Also für alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, liebe Zuschauer, wir sind in einem Reisemobil, einem Fernreisemobil, Allrad, das eine komplett ablassbare Seitenwand hat. Kennt man ja von, ich sag mal, irgendwelchen Getränketransportern, die zwar nicht nach unten abgehen, aber nach oben irgendwie falten. Aber du wolltest es besonders sicher haben, deswegen hast du überall Zapfen hier mit drin, das hängt. Also wenn es zu ist, kriegst du es nicht mehr auf, oder? Nee, wenn es zu ist, dann ist es auch richtig zu. Also es geht erst hoch und dann auf 4 Stellen können wir noch extra zumachen, sodass es nicht kaputt geht. Also es geht nicht unterwegs. Ist natürlich auch ein mega Showcar, oder wenn du überlegst, also wenn eine Firma richtig Kohle hat und sagt, okay, wir möchten gerne eine Offroad-Veranstaltung mal machen, waren da schon mal an? Achso, weiß ja noch keiner, oder? Weiß ich nicht, weil das ist das erste Mal, dass wir auf meiner Messe stehen. Die nächste Messe ist der Caravan-Salon in Düsseldorf, das ist die zweite Messe. Ich kenne die gar nicht. Ist sie neu? Gut, ich zeig mal gerade. Da vorne, also du guckst von hier auf, quasi, das ist wie so eine Puppenküche, so ein bisschen, wo du reinguckst. Ja, du siehst es. Nein. Ich meine nur, wenn du das jetzt so siehst von außen, es wirkt total surreal. Also, dass du hier das runterklappen kannst, oder? Es ist super, wenn man so in der Küche steht und kochen kann und dann eigentlich ein Fenster hat von 6 Meter bei 2 Meter. Oder man steht hier, man kann auch von dieser Seite kochen. Ja. Oder die Frau oder den Herr hat gekocht. Und das kannst du sofort auf den Tisch stellen, man braucht nicht runterzulaufen. Wenn man in Afrika steht oder in die Gebirge oder am Meer, es ist natürlich super, wenn man so sitzen kann, essen kann, trinken kann. Ich darf da mal reinschauen. Ist das der gleiche Schrank von der anderen Seite? Andere Seite, aber das ist die Siemens wieder, weil hier die Transportsicherung drauf ist, soll immer drauf sind, wenn man an Fahren ist. Wenn man waschen geht, geht das wieder runter, geht weg und gehen Sie wieder fahren, wieder rauf. Das ist der einzige Grund. Geht nicht anders, oder? Geht nicht anders. Sonst kann man in einem Jahr die Waschmaschine wegwerfen. Okay, verstanden. So, und deswegen ist hier ein Servicefach und da macht man das drauf. Aber ich sag mal, die Leute waschen ja auch nicht permanent, sondern ist das eine Sache von ein paar Minuten und die Schrauben gehen auch immer wieder rein, raus, problemlos. Das geht immer wieder rein, raus. Und wenn man für längerer Zeit am Fahren ist eine Waschmaschine natürlich toll. Weil wenn Sie 3-4 Monate unterwegs sind und Sie können nicht waschen, dann haben Sie doch ein riesiges Problem. Hier so ein kleines Ding von 3 Kilowatt, von 3 Kilo von Devo. Das ist zu klein, weil die Bettbezüge passen nicht rein. Sag mal, das hier sind ja auch quasi Geheimfächer, wenn du mal, niemand weiß, du kannst die Seite öffnen, dann kannst du hier Sachen unterbringen und da kommt kein Dieb ran erstmal, oder? Geht nicht, aber das ist eigentlich der Stauraum, die Garage von das Fahrzeug. Ja. Also da gehen die Stühle und die Tische und andere Sachen drin, aber die Batterien und alles von Vectron ist auch drin, ich kann mal zeigen. Zeig mal. Das ist jetzt für uns Lager im Moment und auch ist noch nicht fertig. Ja, glaube ich dir. Aber wenn Sie die Kamera mal reinstecken. Ich habe die Befürchtung, dass alles stimmt, was du sagst, ja, weil hier ist alles schon sauber verarbeitet, noch nicht fertig, aber fast. Da ist der Quattro 8000, da ist der Isotherm Boiler mit 40 Liter. Hier kommt noch die Klimaanlage, dann kommt hier noch Rifferblech drin zum Schützen. Darf ich mal so ein Kabel sehen? Was ist das für ein Quadrat? 25. Ich glaube, die ist 60. Bin mir nicht 60. Okay. 70. 70. Okay. Da an der hinteren Seite ist auch noch eine Lücke. Also von 2 Seiten kann man in diese Garage reinkommen. Sehr schön. Wow. Ist es denn bezahlbar? Weil das ist doch sehr innovativ, das Ganze. Ja, das kostet ohne die Mehrwertsteuer 300.000. Das ist inklusive das Fahrzeug. Mit Fahrzeug? Ja, mit Fahrzeug dazu. Bekommt man noch eine 360-Grad-Kamera von Brigade. Das heißt, Sie können von der Kabine aus... Nochmal 360 mit Fahrzeug. 363.000 mit Fahrzeug. Ohne Steuer. Das ist mit Steuer. Mit Steuer. 300.000 ohne die Steuer. Okay. Weil wenn zum Beispiel jemand aus der Schweiz das kauft, die Mehrwertsteuer ist dort günstiger. Also dann zahlen die 300.000, alles drum und dran, mit den Kameras 360 Grad. Ein Monitor in der Kabine von der Fahrerhaus und eine hier mit Infrarot. Ist das Fahrzeug neu, oder? Nee, es sieht aus wie neu. Ihr habt das komplett aufgearbeitet, oder? Ja, das war ein Fahrzeug von der Schweizer Armee. So, das heißt, ihr sucht solche Fahrzeuge, die toll sind, arbeitet die auf, macht die wie neu, oder? Das heißt also Lack und alles wird gemacht? Alles wird gemacht, die Reifen sind neu,
1400 R20 Reifen sind neu darunter. Es bekommt noch einen Gepäckträger mit einem Reservenrad, auch natürlich neu. Laserlamps, Laser ist eine Marke aus England, die sind teuer, aber die scheinen 1,9 Kilometer weit weg. Bekommt ihr auch an der Seite. Also die Kamerasystem kommt drauf mit Infrarot, dass Sie auch nachts herumschauen können, was los ist. Da kommt noch Beleuchtung an der Außenseite, die Sie von innerhalb schalten können. Wenn Sie abends denken, was höre ich doch, können Sie die Beleuchtung anmachen. Und die Hupe kann auch von innen aus benutzt werden. Panic, so ein bisschen. Ja. Falls mal irgendwas ist, also man hört was. Der Boden, das ist ja der anschließend sichtbar ist von der Seite. Ja. Das ist klasse. War schon einer da, der gesagt hat, dass du gesagt hast, bitte mal schätzen, was es kostet? Ja, das habe ich gestern gemacht und da hat jemand gesagt, zwischen 620.000 und 670.000 Euro ohne eine Mehrwertsteuer. Ja, ich habe gesagt 300.000. Sie sagte, du möchtest mich bestimmt verarschen. Nein, ich möchte dich verarschen, das kostet 300.000. Die war erstaunt. Auch heute hatte ich Leute, die sagten 550.000. Da war sogar eine gestern, die hat gesagt, du sollst 450.000 verlangen für das Fahrzeug. Ja, natürlich, das kann ich alles verlangen, das verlangen wir nicht. Okay, so, das ist so. Ein Teil des Systems ist, dass du nicht abgehoben bist, sondern dass du, ich sag mal, durch zufriedene Kunden neue Kunden gewinnst. Ist das das Konzept? Ja, das ist das Konzept. Wir möchten das so herstellen, dass mehrere Leute einen Range Leader kaufen können, das in ihrem Bereich ist, weil nicht jeder hat 4, 5, 6 oder 700.000 um zu spendieren. Und es ist natürlich ganz toll, wenn man Qualität bekommen kann und für 300.000 herumfahren kann. Das ist möglich. Darf ich dir mal ein Kompliment machen? Danke. Ich war heute da. Ja. Dann bin ich hier vorbeigegangen, habe gedacht, du wärst irgendein Lieferant für irgendwelche Getränke hier auf der Messe, weil es war nicht runtergefahren heute Morgen, ja. Und ich stand da und ich bin eben raus, ich wollte nach Hause fahren und da habe ich das gesehen, habe gedacht, das muss ich filmen, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Vernünftig. Nee, und wenn es zu ist, kommst du nicht drauf, was es ist. Also klar, die Seiten, da siehst du halt ein paar Fenster oder so, auch die könnte man sogar weglassen, zur Not. Ja. Wenn einer sagt, aber ein paar Fenster müssen ja sein. Die Fenster müssen da sein. Wir haben natürlich 2 von den Panorama-Dachfenster. Ganz toll, wenn man dort schlaft und man geht nach oben, guckt nach die Sterne oder das Norderlicht. Fotos machen. Man kann auch auf dem Dach klettern, empfehle ich nicht, aber es ist möglich natürlich. Also das Dach ist begehbar, aber wenn das voller Solar ist, dann ist es auch Dann ist es nicht so begehbar. Okay, verstehe. Ja. Liegefläche, was haben wir? Was ist die Liegefläche? Die Liegefläche ist die Größe vom Bett. Oh, Liegefläche, 2 Meter bei 1,60 Meter. Aber wir können jede Größe anfertigen. Auch wenn ein Kunde sagt, wir möchten die Einteilung ganz ändern, alles ist möglich bei uns. Wenn es technisch machbar ist, machen wir das. Sehr schön. Mach mal auf bitte hier so ein Fach. Mal reinschauen können. Das Stauraum? Stauraum, auch hier ist auch ein technischer Raum für die Verkabelung, der dort kommt. Auch noch nicht fertig. Wir sind noch also alles, was ihr seht, liebe Zuschauer, bitte. Kabel, wenn die hier so rumhängen und so. Ich bin froh, dass du überhaupt gekommen bist, weil du hättest ja auch sagen können, nö, ich zeige es erst in Düsseldorf. Aber die Reaktion, du warst schon da am Freitag? In Düsseldorf oder hier? Nee, hier. Ja, ich war schon gestern. Du warst so unauffällig. Also wenn das Ding zu ist, dann fällt es nicht auf. Aber wenn es auf ist, dann kriegst du... Dann kommt jeder gucken. Jeder schaut sich an, jeder bleibt stehen, jeder ist am Lächeln und sagt, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja der Hammer, das ist ja geil. Ich habe alles schon gehört heute. Aber nur positiv. Und das freut mich natürlich, weil es ist immer ein... Das ist die Belohnung, oder? Ja, es ist die Belohnung. Es ist auch ein Risiko, wenn man etwas anders ausbaut, als man gewöhnt ist. Und auch wenn man das nicht kaufen würde, wir bekommen auf jeden Fall Kunden, die das gesehen haben, vielleicht, dass sie etwas anderes haben wollen, aber die sehen, was wir ausbauen können. Und das ist natürlich wichtig. Du musst mir einen Riesengefallen machen für die Fernsehzuschauer. Ja, erzähl mal. Kannst du es mal hochkurbeln, bitte? Was hochkurbeln, einmal ganz kurz. Hochkurbeln? Hochkurbeln, dass wir es mal hoch machen können, dass wir mal sehen können, wie es zu ist. Oh ja. Weil, dass die Leute wirklich sehen, das ist kein Fake. Man kurbelt es mit der Hand, weil viele werden jetzt sagen, oh, da muss ich ja Weltmeister sein, muss ins Fitnessstudio gehen oder irgendwas. Nicht, aber da muss ich die 3 Stütze muss ich wegnehmen. Ja, kein Problem. Ich gehe mal runter, zeig das mal. Das ist übrigens die Tür mit Notausgang. Hochinteressant. Das heißt, du musst nur drücken, dann bist du draußen, oder? Bei der Tür hier. Ja. Stark. So, warte, ich komme mit, dass wir das mal sehen. Kann mal hier runtergehen. Das sind die 3 Stützen. Das ist auch Pflicht. Das würde ohne nicht gehen, oder? Ohne ist das nicht sicher genug. Nein. Okay. So, das ist die Kurbel. Ich mache es nicht ganz so, weil die Messe ist natürlich noch auf und ja, klar. Ich will noch gerne die Kundschaft. Nee, gar kein Thema. Aber nur, dass man mal sieht, dass das geht. Weil ich glaube dir, dass es geht, aber
So, da sind so Splinte drin, die ziehst du einfach raus. Okay. Mal kurz hinlegen. Dann hier drin. Ich darf Sie mal fragen, haben Sie sowas schon mal gesehen? Bitte? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein, super. Sehr schön. Das ist jetzt kein Witz, sowas wird Fast gebaut. wie bei uns zu Hause. Preis, was schätzen Sie mit dem Auto? Mit dem Auto. Ja, über 500.000. Okay. 300.000 plus Steuer. Oh, 4x4, alles dabei. Das glaube ich fast nicht. Ja? Auch mit Waschmaschine, mit Spülmaschine, mit Vollausbau, mit allem drum und dran. Allrad, Offroad-tauglich. Von der Armee, das Fahrzeug Iveco. Also Das das, ist überholt. ja, das ist ein Occasionsauto. Nein. Ja, klar, das Auto ist überholt. Ja, dann, Aber weltreisetauglich, ohne AdBlue. Ja. Also, okay. ja, Ich da wollte haben nur wir schon einen bestellt. Hä? Ah, So, er fängt Nein, an. wirklich super. Erik, Ja, walte deines Amtes. bitte? Kurze Frage, wenn einer das elektrisch haben möchte, würde das gehen? Das muss ich noch herausfinden. Ob Muss das herausfinden, geht. okay. Wenn das elektrisch geht, möchte ich auch dafür sorgen, dass es auch noch bandmäßig geht. Sicherheitshalber. Weil alles, was elektrisch ist, kann mal kaputt gehen. Okay. So, er kurbelt hoch. So, spätestens jetzt sind wieder Leute da. So, ich zähle mal gerade mit. Also du sagst ungefähr 90 Sekunden, oder? Ja, ich habe nie mit der Stopwatch gemacht, aber vielleicht eine Minute, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich bin begeistert. Ach so, da ist natürlich so, je höher du kommst, desto einfacher wird's. Da ist ein Moment, dann geht es leichter. Okay. Wenn ich über die Hälfte bin, Okay, wir machen es auch direkt wieder runter. Nur, das ist einmal ganz kurz. ja, jetzt wieder runter. Nee, einmal ganz kurz, ganz zumachst. Und dann geh mal ganz kurz rein und dann kannst du direkt wieder runter, dann bin ich weg. Dann bin ich fertig. Ja. So, er hat gesagt, wenn es über die Hälfte geht, dann wird es viel einfacher. Dann ist das Moment natürlich nicht mehr so stark. Und ihr könnt sehen, da sind jetzt wieder Leute schon am Gucken. Ja. Hallo? Ist das cool? Ich würde es elektrisch machen, aber, Du willst elektrisch machen. Ja, man wird halt faul im Alter. aber das hält fit wahrscheinlich. Ja, er sagt, wenn man jetzt in Afrika ist, der Motor kann kaputt gehen, das Rad kann nicht kaputt gehen. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist die Argumentation. Ja. Nee, aber nicht. Es war so witzig. Ich stand heute Morgen, da war es zu. Ich habe gedacht, der wäre so Lieferant oder irgendwas, Cola oder so. Ja, Ich habe schon gesagt, wenn man irgendwann nicht weiter weiß, dann macht man da oben so einen Marktstand auf. Ne? ja, dass irgendwie drauf ist. Ah, ist eine geile Idee, oder? Ja, ist toll, super. Sehr, sehr schön. So, ich will nämlich einmal sehen, wie es jetzt gleich drinnen aussieht, wenn es geschlossen ist. Und dann mach mal schnell wieder auf, damit du möglichst viele verkaufst. Ja. Ja, ich mache es jetzt wieder auf, weil Du weißt, was die Frau gesagt hat anschließend? Die hat gesagt, ich würde einen Motor dran machen. Hat sie gesagt. So, da darf ich einmal kurz reinfilmen, dann können wir, dass wir einmal nur mal kurz gucken, wie jetzt das Raumgefühl ist. Breite sind 2,50? aus der Seite, ja. Super. So, und das ist jetzt quasi das gleiche in grün. Du musstest nichts ändern. Das ist die Seitenwand, die jetzt da ist. Ja, fast du, nicht ganz du, aber. Ich bin begeistert. So, und dann machen wir es Soll ich noch wieder. ein bisschen weiter zu machen? Ja, machen wir ein kleines bisschen zu, dann haben wir auch gleich Bilder. So, das ist jetzt die Wand. Ich bin total beeindruckt. Sieht toll aus, oder? Denn es ist komplett bündig. Das heißt, in der Küche kann ja immer mal was runterfallen und das kann nicht runterfallen. Ja, das kann nicht runterfahren. So. Es strengt schon ein bisschen an, oder? Natürlich. Okay. Ich bin kein Bodybuilder, aber wenn ich es schaffe, schafft jeder das. So, und das runter ist nämlich viel, viel einfacher. Das ist der Raum jetzt geschlossen, dass wir das haben. Und jetzt kannst du deine Kräfte ausspielen, denn runter, jetzt geht's runter. Und wie viel Zeit haben wir gebraucht? Ungefähr 2 Minuten. Ja? Ja. Keine Ahnung. So, das ist das Fahrzeug jetzt geschlossen. Der kommt schon oder nicht? Kommt. Ah ja.
Du kannst mal machen, wenn du möchtest. Kommst du aus Fernseher? Ich glaube, nach dem Video wirst du Motor, zumindest draußen zum Aufstecken oder so, dass man den machen kann. Aber ich denke, wenn du Zeit hast und du bist im Urlaub, da ist es vielleicht gar nicht schlimm, oder? Man kann auch vielleicht, da bin ich noch nicht sicher, zum Beispiel ein Bohrgerät drauf machen und das mit die Bohr machen. Okay. Aber verstehe. das weiß ich nicht, ob er bohrstark genug ist. Weil das wiegt natürlich etwas, so an der Seite. So. Aber ich bin so stolz auf dich, dass du das gemacht hast für mich, ja. Weil man hat jetzt mal das Raumgefühl innen gesehen. Ja. Also es ist eine richtig klasse Idee, Erik. Danke. Und ich glaube, du wirst leider viele verkaufen. Ja, hast du genug Basisfahrzeuge eigentlich? Ich habe lieber, dass die Kunden die Basisfahrzeuge anliefern, weil wenn ich ein Iveco habe, dann möchte die Kunde eine Mercedes. Wenn ich Mercedes habe, möchte die Kunde eine MAN. Also man hat immer das falsche Fahrzeug. So, blauer Himmel in Friedrichshafen. Heute ist der 30. Juli 2022. Erik Mulder. Mulder auf Deutsch. Mulder. Ja. Aus der Nähe von Roermond. Roermond in der Nähe von München, Gladbach, Aachen. So, es ist noch nicht ganz unten. Noch nicht ganz, aber gleich. Ich sag dir wann. Stopp. Ja, so würde ich sagen. So ist einigermaßen gerade. Mach es später. Also ich bin stolz auf dich. Kann man jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt hier vorne drauf trete, fällt das Auto aber nicht um, oder? Auto fällt nicht um, aber Ist unsicher. ich empfehle die 3 Stütze. Okay. Erik, ich besser. bin überzeugt. Deine Firma heißt Range Leader. Habt ihr schon eine Webseite? Ist ein bisschen größer? Nee, habt ihr schon eine Webseite im Netz? Ja, habe ich auch, natürlich. Hast du schon. www.rangeleader.com. So, das Fahrzeug heißt wie? Das ist der Range Leader 600 CCT Exclusive. Vorne steht es auch 300.000 Euro. Das ist mit Generator, mit 3x Lithium-Ionen, mit dem Quattro 8000, mit 1,1 kW Solar, mit Waschtrockner, mit allem, was ihr gesehen habt. Und ich bin wirklich geflasht. Vielen Dank für die nette Vorführung. Bitte, gern geschehen. Tschüss, Erik. Tschüss. Tschüss.